Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich dir eine kleine Metamorphose. Wir haben diese Kleidungsstücke bei uns im Schrank, diese Schätzchen, die schnappen wir uns mal, wenn es schnell und bequem sein soll, und schwupps sieht das Outfit altbacken oder sogar altmodisch aus. Ich zeige dir, wie du das vermeiden kannst und wie du mit einem Griff aus diesem Outfit ein elegantes Outfit machst. Warum sehen manche Frauen attraktiver aus als die anderen? Natürlich, teilweise liegt das ja an der Kleidung. Es heißt aber nicht, dass die Frau von Kopf bis Fuß die neuesten Trends trägt. Es liegt daran, dass sie die Kleidung, die sie trägt, gut kombiniert. Und ich zeige dir heute, wie das funktioniert. Gerade wenn es schnell sein soll, wir gehen einmal kurz um die Ecke zum Bäcker, schnappen wir uns mal Teilchen aus dem Schrank und schwupps sieht unser Outfit eher altbacken oder altmodisch aus. Das liegt daran, dass wir öfter die gleichen Sachen anziehen, die vielleicht so ein bisschen aus der Mode geraten sind. Ich sage jetzt auch nicht, du sollst komplett deine Garderobe jetzt neu gestalten. Ich zeige dir, wie du mit einem einfachen Griff aus diesem Outfit ein elegantes Outfit gestalten kannst. Und es gibt Outfits, die meiner Meinung nach nicht gerade city-tauglich sind, aber auch hier zeige ich dir, wie du mit einem Griff aus so einem Outfit ein elegantes Outfit gestalten kannst. Und im Anschluss spreche ich über den Trend 2024, die Adidas Jogginghose, die tatsächlich teilweise ausverkauft ist. Also bleib gespannt. So ein Outfit tragen viele Frauen, obwohl es uns nicht attraktiver macht. Gerade gemusterte Shirts lassen uns öfter älter aussehen. Es sieht einfach altbacken aus. Ich zeige dir, wie du so ein Shirt moderner und eleganter stylen kannst. Übrigens, für den perfekten, modernen, eleganten Outfit befolge eine goldene Regel. Und die lautet Stilbruch. Das heißt, kombiniere zwei verschiedene Styles miteinander, wie zum Beispiel sportlich und elegant. Und bleib auch dabei, das heißt nicht mehr als zwei Styles in einem Outfit, denn sonst wirkt der Look viel zu chaotisch. Und die Outfits aus diesem Bild verlinke ich dir unten in der Box. Weite Hosen sind momentan total angesagt, deswegen tausche ich meine 7/8 schmale Hose gegen meine Lieblings-Seidenhose, die ich euch auch schon mal in meiner Frühlings-Capsule-Wardrobe gezeigt habe. Somit wirkt das Outfit schon sofort eleganter. Meine Schlappen habe ich schon mal ausgezogen und jetzt ziehe ich ja Schuhe mit Absatz an. Wenn du keine hohen Absätze trägst, du kannst ja zum Beispiel Sling-Pumps mit Kitten Heels nehmen. Nicht vergessen so kleine Details wie ein Gürtel, denn der sorgt für so ein bisschen Spannung in dem Outfit, Schmuck und statt einen Stoffbeutel, wenn du einkaufen gehst, nimm einfach mal eine moderne Netztasche, sieht auch cool aus und somit ist das Outfit schon fertig. Jetzt verpasse ich meinem Outfit ein Upgrade und ich ziehe einen Blazer an. Ist leicht oversize, habe ich euch auch schon mal in meiner Capsule Wardrobe gezeigt. Ich wechsle die Schuhe, ich nehme jetzt Pumps, die ein bisschen höher sind und eine passende Tasche dazu. Und somit ist das Outfit auf jeden Fall viel eleganter und es ist Unterschied zu dem, was ich am Anfang gezeigt habe. Shorts-Outfits trage ich meistens in meiner Freizeit, du kannst aber eine Short auch sehr elegant tragen und kombinieren, zum Beispiel mit einer weißen Bluse. Eine weiße Bluse ist sowieso für mich ein Must-Have, denn sie macht jedes Outfit viel eleganter. Und jetzt weg mit den Schlappen. Ich ziehe Pumps mit Absatz an, weil sie schummeln mir ein paar Zentimeter und die Beine erscheinen ein bisschen länger und auch schlanker. Nicht vergessen Details wie zum Beispiel Gürtel. Ein Gürtel kann als Eyecatcher dienen und dein Outfit total aufwerten. Und außerdem trage Schmuck. Ich trage zum Beispiel hier ein Armband, sieht auch viel eleganter aus und eine passende Tasche. Und schon bin ich fertig für die City. Du kannst eine Shorts auch anders kombinieren. Ich habe mich jetzt für einen Satin-Top entschieden. Gerade Satin- oder Seidentops sehen sowieso viel eleganter aus.
und oben drüber ziehe ich einen Bläser an. Ich habe mich extra für die schwarze Farbe entschieden, damit der Bläser auch zu den Shorts passt, und die Schuhe habe ich beibehalten. Alle, die ungern Absätze tragen, jetzt muss ich euch enttäuschen, wenn du möchtest deine Shorts eleganter gestalten bzw. kombinieren, sind elegante Schuhe auch unverzichtbar. Möchtest du deine Mitte betonen, kannst du das gerne mit dem Gürtel machen. Einfach mal schön oben über den Bläser tragen, sieht auch elegant aus. Eine elegante Tasche dazu und schon ist mein Outfit fertig. Ich trage einen Rock mit Muster und mit der Bluse und schon könnte man denken, das Outfit passt. Aber auch das Outfit lässt mich älter aussehen. Besser ist eine Hemdbluse, zum Beispiel auch in Weiß. Sie lässt das Outfit viel moderner und viel jugendlicher aussehen. So wirkt das Outfit nicht altbacken. Und die Schuhe werde ich jetzt auch austauschen. Ich nehme goldene Sandaletten, die sorgen für einen gewissen Pep. Und das Outfit sieht dadurch auch ein bisschen lockerer aus. Eine passende Tasche, eine helle Tasche und das Outfit ist fertig. Und hier trage ich einen Top. Dadurch, dass der Rock recht feminin wirkt, entscheide ich mich nicht für Seidentop, sondern für Top aus Baumwolle. Und dazu trage ich eine leichte Jeansjacke. Und somit habe ich auch Stilbruch geschaffen, so sportlich elegant bzw. sportlich feminin. Die Schuhe habe ich beibehalten und ich nehme jetzt die Netztasche mit dazu und somit ist das Outfit auch damit ein bisschen aufgelockert. Jetzt komme ich zu dem Trend 2024, zu der Adidas Jogginghose. Da ich keine besitze, habe ich mir die Bilder hier von Pinterest genommen. Viele stylen die ja auch elegant, zum Beispiel mit einem Bläser. Ich bin der Meinung, eine Jogginghose, genauso wie Leggings, die gehören ins Fitnessstudio, auf die Couch oder aufs Fahrrad. Aber schreib mir gerne in den Kommentaren, wie du den Trend findest. Und ja, lass mich wissen, was du darüber denkst. Das war's dann, meine Lieben. Ich hoffe, dass ich heute deinem Schrank so einen kleinen Update verpasst habe. Schreib gerne in den Kommentaren, ob dir mein Video heute geholfen hat. Du kannst mich gerne liken und wenn du noch nicht gemacht hast, kannst du mich auch gerne abonnieren. Wir sehen uns.